Hallo Luftfahrtbegeisterte, ich bin Thorsten, ein Real-Life Airbus-Pilot und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zum zweiten Teil dieser Serie über das Setup des Phoenix A320. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben, so geht gerne zurück und schaut ihn euch in Ruhe an. Wir sind wieder in Berlin und heute schauen wir uns die FMA Preparation an. Dazu gehen wir wieder ins Flight Deck. Wenn ihr den Flieger mit Strom versorgt habt, das erste Mal auf die MCDU geht, dann findet ihr diesen Bildschirm wieder. MCDU Menü. Dort werdet ihr auch angewiesen, euch für ein System zu entscheiden. Select Desired System. Wir begeben uns heute in das FMGC Menü. Dann gelangt man auf die sogenannte Status-Page. Dort kann man die Informationen entnehmen, welches Flugzeug fliege ich, in diesem Falle den A320-200, welche Triebwerke habe ich, in dem Falle ist es das CFM-Triebwerk 565 Bravo 4 und vor allen Dingen, welche Database ist im Moment aktiv. In diesem Falle haben wir die Database aktiv vom 21. März bis zum 17. April. Und die Secondary Nav Database wäre dann gegebenenfalls vom 18. April bis zum 20. Mai. Wichtig ist es hier zu wissen, sobald ihr die Secondary Nav Database aktiviert, ist alles, was ihr eingegeben habt, weg. Es ist gelöscht. Ich habe mal schnell den Flugplan von Berlin nach Kopenhagen hier ins System geladen. In der Flight Plan Page sehen wir auch, die ganzen Wegpunkte sind drin. Wir gehen jetzt zurück über Data und über den Aircraft Status Page und aktivieren jetzt mal die Secondary Nav Database. Und jetzt, wenn wir in die Flight Plan Page gehen, ist alles gelöscht. Noch eine Anmerkung zu Change Code und den Idle- und Performance-Faktoren. Diese stehen auf dem Flugplan. Wie programmieren wir denn nun die MCDU? Das machen wir wie im ersten Teil auch schon erwähnt mit einem sogenannten Flow. Dieser Flow hat sogar einen Namen und heißt Diffs RIP. Wir fangen mit dem D an. Das D steht für Data. Auf dieser Data-Page sind, wie der Name schon sagt, sehr viele Daten, die wir abrufen können, wie zum Beispiel unsere Position, hier die Position vom FMGC 1 und 2, von unserem GPS und hier ein Mix aus allen. Die drei Navs bedeuten, dass alle drei ADIRS, die wir im ersten Teil oben am Overhead Panel aligned haben, bereits jetzt bereit sind und in Nav sind. Wir gehen zurück. Der nächste Teil wäre ein IRS-Monitor von allen drei IRSs. Dann haben wir einen GPS-Monitor. Und hier kommen wir zurück in den Aircraft-Status. Die Closest Airports und der Equal Time Point können wir gerne besprechen, wenn wir im Flug sind. Dann kann man das besser erklären. Damit kommen wir zum zweiten Buchstaben unseres sogenannten Flows, dem I. Und das ist die sogenannte Init-Page. Und hier geht es dann mit der Eingabe erst richtig los. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Route einzugeben. Entweder manuell, indem wir sagen, wir wollen von nach zum Beispiel Echo Delta Delta Bravo von Berlin nach Echo Kilo Charlie Hotel nach Kopenhagen fliegen. Dann würden wir das hier eingeben und dann müssten wir auch jeden Wegpunkt selbst eingeben. Das würde den Rahmen jetzt erstmal sprengen. Ich gehe davon aus, dass 90% der Leute SimBrief haben und dies auch nutzen, ob sie nun online fliegen oder nicht. Und dementsprechend nehme ich jetzt erstmal den einfacheren Weg, den wahrscheinlich jeder nutzen möchte. Und das ist über den sogenannten Init Request. Den könnt ihr benutzen, wenn ihr im IFB des Phoenix euren Accountnamen von SimBrief eingegeben habt. Da drückt ihr drauf, dann dauert es ein paar Sekunden und dann wird der Flugplan für euch hochgeladen, den SimBrief erstellt hat. Da haben wir auch schon den Flightplan Uplink. Das können wir löschen. Und hier ist unsere Route drin mit dem Alternate nach Echo Kilo Alpha Hotel. Wir müssen noch ein paar Eingaben hier machen. Das machen wir über den Flugplan. Den blende ich jetzt mal ein, damit ihr wisst, was ich eingebe. Wir geben zum einen die Flugnummer ein. Das ist in meinem Falle die Echo Juliet Uniform 2 Tango Foxtrot. Wir geben einen Cost-Index ein. In diesem Falle ist es 12. Und unser Cruise Flight Level ist 320 mit /minus 53. Damit haben wir die
Sachen hier in dieser Seite eingegeben. Was wir noch machen können ist, wir können über den Climbwind gehen hier und können einen Request machen, dass wir Winde in verschiedenen Höhen bekommen, wie hier zum Beispiel Data Uplink, und wir haben jetzt die Winde im System von Ground über Flugfläche 100, 180 bis hoch zu 45. Und damit haben wir auch die Init-Page schon fertig erstellt. Nun geht es zu unserem dritten Buchstaben in dem Flow. Das ist das F. Und das F steht für Flight Plan. Dort sehen wir, unsere Route ist bereits drin. Wir haben sie ja hochgeladen von Berlin nach Kopenhagen, inklusive der Wegpunkte, die wir mit dem Pfeil hoch- und runtertasten verschieben können. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die Abflugs- und Ankunftsroute einzugeben. Das machen wir auch wieder mit dem Flugplan. Wir schauen drauf. Wir haben hier für Berlin die 25 links, also gehen wir hier oben auf den ersten Knopf für Berlin, auf Departure der erste Knopf, und dort können wir die Runway aussuchen. In unserem Falle ist es die 25 links. Und wir haben eine Gerga 2 November, Gerga 2 November Departure. Die finden wir hier und die aktivieren wir auch, und dann haben wir Temporary Insert. Und damit haben wir von Berlin die 25 links über Delta Bravo 261, 262 und so weiter bis nach Gerga, und das geht dann auch gleich in die Flugroute über. Das gleiche machen wir jetzt für Kopenhagen, indem wir unten auf den letzten Knopf links drücken für Destination Kopenhagen. Dort finden wir auf der rechten Seite jetzt die Arrival und unsere ILS. Also wir haben einmal ILS für 04 Left und 04 Right und das ILS für die 12. Wenn wir Pfeil nach oben gehen, kommen wir auf die 22 Left, 22 Right und die 30. Gehen wir weiter nach oben, kommen wir zu den anderen Approaches. Wir kommen dann zu den Non-Precision Approaches, nämlich VURs und die ANAV Approaches. Also in unserem Falle wählen wir den ILS Approach für die 04 links aus. Und dann werden wir gefragt, was für eine Arrival möchten wir denn gerne haben. Und laut unseres Flugplanes ist das die Monarch 3 Alpha, also die Monarch 3 Alpha. Die finden wir hier. Die geben wir auch wieder ein. Und diese Arrival geht über den Wegpunkt oder über das VOR Kilo Alpha Sierra Castro. Und wir drücken wieder auf Insert. Damit haben wir unseren Flugplan bereits eingegeben. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Das wäre das S für Secondary Flight Plan. Dort haben wir die Möglichkeit, einen zweiten Flugplan im System noch einzugeben, den wir vielleicht gegebenenfalls aktivieren können, wenn wir es müssen. Zum Beispiel auch wieder ein Triebwerksausfall nach dem Start. Da möchte ich nicht den ganzen Flugplan nach Berlin wieder eingeben. Das mache ich vorher, indem ich zum Beispiel den aktiven Flugplan hier rein kopiere, von Berlin nach Kopenhagen, und sage ihm aber, nein, ich möchte nicht nach Delta Bravo 261, ich möchte danach nach Klaasdorf fliegen. Gebe Klaasdorf ein, und von Klaasdorf kann ich, wenn ich auf den Punkt neben Klaasdorf drücke, eine neue Destination eingeben. Und dort würde ich Echo Delta Delta Bravo eingeben für Berlin. Und dann könnte ich genauso verfahren, wie wir in der Flight Plan Page vorhin es gemacht haben bei der Ankunft in Kopenhagen. Ich gehe auf Destination, in diesem Falle Berlin, sage ihm Arrival und wähle nur das ILS für die 25 links aus. Und damit habe ich den zweiten sogenannten Secondary Flight Plan eingegeben von der 25 links, Takeoff nach Klaasdorf und dann zurück. Natürlich ist dort eine Discontinuity, sprich also es ist nicht verbunden. Wir würden dann nach Xanim fliegen und dann auf das ILS gehen. Was man auch noch machen kann, um sich die Zeit zu sparen, ist, man könnte zum Beispiel noch ein Holding einbauen, indem man sagt Klaasdorf, Hold, würde jetzt das, ich nehme jetzt mal hier das Computed, nämlich mit einem Inbound-Kurs von 167 mit Rechtskurven, und die Zeit der einzelnen Legs liegt bei 1 Minute und 3,4 Meilen. Und damit hätten wir in einem Secondary Flight Plan das eingestellt, dass wir nach Klaasdorf fliegen und würden ins Holding gehen. Sobald wir fertig sind mit der Fehlerbehebung, könnten wir sagen, wir sind bereit für den Anflug und würden dann direkt nach Xanim gehen und könnten den Anflug auf Berlin fortsetzen und dann auch durchführen.
Der nächste Buchstabe wäre das R und das ist die sogenannte Radnav-Page. Dort finden wir die Radio Navigation, also die Radionavigation. Und dort haben wir VOR 1 und VOR 2. Das ist automatisch getuned vom Flieger, also eingestellt vom Flieger auf BBI. Und wir haben auch hier bereits eine ILS-Frequenz drin. Das ist schon die Frequenz von Kopenhagen, da wir ihm ja vorgegeben haben, wir wollen auf dem ILS der 04 links landen. Was wir jetzt tun können ist, wir können hier die VORs überschreiben. Was ich ganz gerne tue in Berlin, wenn wir in Berlin starten und einen Triebwerksausfall haben, dann gibt es ein sogenanntes Engine Out Procedure. Und das Engine Out Procedure kann gleich sein wie eine Departure, es kann aber auch unterschiedlich sein. In Berlin ist es von der 25 links geradeaus 1700 Fuß hoch und dann linksrum nach Kilo Lima Foxtrot nach Klaasdorf. Was ich gerne mache ist, ich gebe dann Klaasdorf ein als VOR und kann es dann auch, wenn ich möchte, bei mir oben zuschalten. Und damit ist auch schon die Radio Navigation Page erledigt. Und wir gehen zum nächsten Buchstaben, dem I. Jetzt sehen wir, dass hier nur ein I ist und das ist Init Page. Und dann sagt ihr wahrscheinlich, ja, die Init Page haben wir ja schon bearbeitet. Das ist korrekt. Es gibt jedoch noch eine zweite, die sogenannte Init B Page. Und die kann ich mit dem Links- und Rechts-Pfeil umändern. Und dann bin ich auf der Init B Page. Dort wird das Zero Fuel Weight und Zero Fuel Weight CG eingegeben und das Block Fuel. Das zeige ich auch mal auf dem Flugplan jetzt. Und dort geben wir mal von Hand ein das Zero Fuel Weight von 55,7 und wir machen /30,0 als CG. Und ein Block Fuel haben wir hier von 4,9, also wir runden das auf 5 Tonnen. Und damit sehen wir, wir haben ein Takeoff-Weight von 60,5. Das wären also die Eingaben, die erstmal vorläufig sind. Wir würden später nochmal in die Init B-Page reingehen, sobald wir den Abschluss vom Rampagenten haben, wie viele Passagiere wirklich an Bord sind und wie viele Gepäckstücke auch wirklich an Bord ist, damit wir die aktuellen Zahlen haben. Und damit würden wir auch jetzt zum nächsten Buchstaben in der Reihe kommen, dem P. Das wäre Prog, die sogenannte Progress Page. Ja, und hier sehen wir auch die Flugflächen. Also wir haben eingegeben, dass unsere Flugfläche bei Flight Level 320 ist. Optimum wären wir besser bei Flight Level 370 und unser Maximum liegt bei Flight Level 398. Dann sehen wir hier noch etwas Blaues, da können wir was eintragen. Ich persönlich trage ganz gerne den Abflugsflughafen ein. In diesem Fall ist das Echo Delta Delta Bravo, die 25 links. Warum mache ich das ganz gerne? Falls wir einen Engine Failure haben, dann würden wir ja 1700 Fuß geradeaus gehen, linksrum nach Klaasdorf und ich könnte mit einem Blick hier drauf sehen, wie weit bin ich von Berlin entfernt und welche Richtung müsste ich fliegen, um zum Flughafen zurückzukommen. Und damit wären wir mit dem ersten P auch schon fertig und wir kämen zum zweiten P und das wäre unsere Performance Page. Diese füllen wir aus, nachdem wir die sogenannte Performance Calculation gemacht haben. Diese können wir natürlich dann erst machen, wenn der Rampagent uns die finalen Zahlen gegeben hat. Ich bin noch einmal ins IFB gesprungen, da wir nun über den Faktor Performance sprechen möchten. Das Flugzeug ist beladen. Wir haben also unser aktuelles Zero Fuel Weight hier und unser aktuelles Zero Fuel Weight CG, also die Prozent und auch unser Gross Weight mit dem sogenannten CG. Jetzt können wir die finalen Zahlen nehmen, das wären 55,9. Ich würde es sogar aufrunden auf 56 in dem Fall mit einem Zero Fuel Weight CG von 30,2. Das würden wir jetzt nehmen und eingeben in der Init B Page wieder. Das waren ja nur unsere vorläufigen Zahlen laut unserem Flugplan. Wir haben aber jetzt 55,9 mit einem CG von 30,2. Und dann hätten wir bei einem Block Fuel von 5 Tonnen ein Abflugsgewicht von 60,7. Und jetzt würden wir auf die sogenannte Performance Calculation gehen. Dort würden wir den Flughafen einstellen, welche Bahn, ist es trocken oder nass. Wir würden hier das Wetter einstellen. Ich persönlich würde es nicht auf Optimum lassen, weil dann würde er theoretisch in Berlin sogar auch Klappen 3 Takeoff nehmen.
Ich würde dies erstmal auf 1 plus F setzen, Config 1 plus F, und würde dann einfach auf Sync Final Load Sheet gehen. Und damit wären die ganzen Daten hier bereits eingetragen. Und auch die Wetter Conditions, also sprich das Wetter. Und jetzt können wir auf Calculate gehen. Das machen wir mal und damit haben wir unsere Zahlen. 128, 135, 135. Wir können das alles von Hand eingeben. Send to MCDU. Wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere sogenannte Performance Page, sind die Daten alle eingegeben und auch hier auf dieser Seite alles eingegeben. Demnach wären wir mit der MCDU-Programmierung fertig. Wir haben den Flow gemacht und haben alles eingegeben. Somit haben wir nichts vergessen, somit haben wir nichts übersehen und wir haben eine klare Struktur mit reingebracht. Ja, und das war die Programmierung der MCDU. War zwar etwas im Schnelldurchlauf, aber wir haben alles Wichtige angesprochen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich selbstverständlich noch ein Video darüber. Sollte euch das Video gefallen haben, so würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht könnt ihr auch ein Abo dalassen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im dritten Teil wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt einen schönen Tag und always happy landings.